bravo, das klingt ja schon lecker. Du siehst Kraftausdrücke wie geil sind erlaubt? Geil. Ich glaube, es geht YouTube, oder? Ja, weil ich dachte, das ist ja geil. Ja. Ich glaube, wir dürfen nichts. Das darf man auf YouTube nicht. Also so genau. Und die Rest, was man Aber so mit möchte. A's darf man. Mit A's darf man. Ja. Super. Hallo meine Lieben, willkommen wieder bei Vivi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon ganz lange gefreut habe. Und heute hat er endlich Zeit gehabt, aus Bern zu kommen. Und zwar Hoshi Hochstädtler! Hoshi! Yeah! Oh shit, zu weit, da bin ich schon. Et voilà! Et voilà! Hallo, wie Hoshi. geht's, meine Liebe? So schön bist du da. Ja, ich freue mich auch. Hallo! Hoshi, du weißt ja noch gar nicht, was es gibt heute. Nee. Und zwar habe ich mir was ganz Besonderes überlegt in dieser eigentlich fast eine Jubiläumssendung. Und zwar machen wir heute ein Rezept, was es in einem 3-Sterner in Bergamo in Italien gibt. Oh. Und das habe ich nämlich probiert in Milano in einem Ableger und ich dachte, das kriegen wir auch hin. Wow. Und zwar ist das ein riesiges Kalbskotelettschnitzel mit Tomaten und Kartoffeln. Hoshi, wie geht's dir? Du, den Umständen entsprechend. Ja, es geht mir selber geht es eigentlich gut. Viel besser schon als letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich ziemlich in den Strudel runtergetaucht, ins Schwarze. Du hast ja unheimlich viel gearbeitet. So, ich habe gearbeitet noch, letztes Jahr. Viel. Ich habe Jahrzehnte, alles gleichzeitig, übereinander und so. Jetzt ist mal ein bisschen ruhig. So, ist auch gut. Kannst du das genießen? Ich kann es genießen bis jetzt noch. Also ich habe so ganz kleine vereinzelte Auftritte. Bis jetzt kann ich es ja nicht gut genießen, da ich mir sowieso überlege, was liegt noch an? Was soll ich überhaupt noch? Was muss, so wie früher in der Jugend, was muss raus? Dieser Need, das muss ich machen. Und das gönne ich mir, da reflektiere ich drüber und bin am Suchen. Jetzt bereiten wir als erstes die Tomaten vor. Und zwar, Hoshi, wenn du die schneiden würdest, das Fleisch mache ich gleich, ich mache erst die Kartoffeln. Ich habe das Fleisch erstmal aus der Packung befreit, damit das so ein bisschen atmen kann. Glaube ich, heißt das, oder? Und wenn du sie einfach in der Mitte durchschneidest. Einfach schöne Hälfte. Ich mache mit einem ganz besonderen Schnipsler, den der Steff hier gelassen hat. Ja. Damit, ich sage immer noch nicht die Firma, weil ich weiß sie auch gar nicht. Ah, wieso speziell? Weil er abgewinkelt ist? Ja, der ist so Die abgewinkelt. anderen sind ja sonst genau, und du schneidest ja nicht so viel in die Finger. Guck mal, geht ganz schnell. Nicht so. Das sind sie nicht so rot gefleckt, die Kartoffeln. Ja, genau. Nee, also ich muss sagen, das macht ja mein kleiner Sohn super. Echt? Oder Der Sol, der macht das super. Stimmt, du hast 2 Söhne, für Ja. die es nicht wissen. Wie heißen sie? Sol, das ist der Jüngere, der ist jetzt gerade 7 geworden. Und der Ältere ist 9. Der Jetzt heißt 10. Der heißt Bon. Genau. Und Und die Namen hast du dir speziell ausgesucht? Ja, also Bon war ganz klar natürlich, da ich ja ein alter Bon Scott-Fan bin. Das war der längst schon lange verstorbene Sänger, der Beste von AC/DC, das war Bon Scott und drum heißt er Bon. Ja. Und Sol? Sol kommt eigentlich von, da wäre eigentlich meine damals Angetraute an der Reihe gewesen für einen Namen. Aha. Und dann habe ich mal so während einer Zugfahrt so eindroppen lassen, Sol. Und sie fand das auch toll. Und es kam dann dazu. Viele sagen ja heute, Sole, die Sonne. Es hat damit zu tun, aber die Idee kam ursprünglich von Soul-Antrieb. Denn Soul wurde früher bei Enterprise in der deutschen Synchronisation hieß ihr Überlichtgeschwindigkeitsantrieb, der hieß Soul-Antrieb. Soul 3. Heute heißt es bei allen Warp-Antrieb.
Und daher kommt's. Kauft. Ich schneide jetzt gerade oder ich schäle gerade festkochende Kartoffeln und schneide die in so Stifte. Zack. Wow. So. Das könnte auch ein Horrorfilm sein. Ja, das stimmt. Das große Schnitz. Stimmt, du hast doch Hoshi. Achso, ich habe es gar nicht erzählt. Ja. Entschuldigung. Hoshi ist Schauspieler, Performer, Punksänger, Musiker, Lebenskünstler, Vater. Und noch was, vieles mehr. Space Freak. Aber ich lege die Kartoffeln wieder ins Wasser, damit die Stärke ein bisschen austreten kann. Und natürlich, damit die Kartoffeln nicht schwarz werden. Die Stärke oxidiert nämlich an der Luft und dadurch kriegen die Kartoffeln dann so schwarze, braune, graue Stellen. Und das wollen wir nicht. Sie sollen ja gut aussehen. So, sehr schön hast du das geschnitten, Hoshi. Super. Oh, perfekt. Das sieht ja lecker aus. Das ist einfach nur die Tomaten aufgeschnitten, ein paar Zweige Thymian und Knoblauch. Perfekt. Knoblauch. Knoblauch ist wahrscheinlich mein Lieblings... Wirklich? Würde man den jetzt sagen eigentlich? Lieblingsgewürz. Ist es ein Gewürz, Knoblauch? Jetzt kommt eine Zwiebel vielleicht. Ich glaube, es gehört zu den Zwiebeln. Es gehört zu den gemeinen Zwiebeln. Ja. Nee, Knoblauch finde ich Oberhammer. Ist ja auch gesund. Knoblauch, ich esse fast täglich Knoblauch. Seitdem nährt sich kein Vampir mehr. Ja. Das haben wir auch mal zusammen gemacht. So Live-Synchronisationsabende beim Stadtkino. Und Hoshi, wir waren zu viert. Hoshi hat alle Geräusche und noch verschiedene Stimmen gemacht. Ich habe alle Frauenstimmen. Und die Mucke auch noch dazu. Das sind jetzt 3 Kalbskotelett. Wir brauchen aber nur 2. So ist das dann, weil ich weiß nicht, ich glaube mit 3 hat es noch keiner gemacht. Wenn es einer kann, dann schreibt mal unter in die Kommentare. Vielleicht gibt es da ja auch so einen Schnitt, dass man 3 auseinanderklappen kann. Vielleicht, ne? Jetzt schneiden wir das. Und zwar legen wir das sozusagen, die Knochen nach unten gucken. So. Und jetzt darf man es natürlich nicht durchschneiden. Jetzt schneiden wir es hier ein. Ja, es muss ja, ist von hier. Moment, jetzt den Schnitt hier, ne? Ja, perfekt. So, nicht zu weit, ne? Und die waren jetzt nach unten gelegt. Die Knochen, genau. Ne? Ja. So. Genau. So, jetzt haben wir es so ein bisschen Butterfly auseinandergelegt. Das ist ja wie, so. jetzt ist, warte mal, mach mal so noch. Sehr schön. So, und jetzt schneiden wir noch so ein bisschen, es gibt ja immer diese Haut, das sind sozusagen die Faszien. Faszien, ja, Faszien würde ich auch sagen. Oder Silberhaut hat man früher, glaube ich, auch Wo man nachher gesagt. festgestellt hat, dass das eigentlich vor allen Dingen das ist, was uns stützt. Jetzt kloppen wir das platt. Es sieht jetzt so aus. Und das kann richtig schön... Okay, jetzt passen wir mal auf. Perfekt. Mache ich jetzt auf ein Blech die Paniermehlmischung. Und zwar ist das normales Paniermehl und die Hälfte ist Grisinis und die habe ich geschreddert sozusagen. Wow. Also es ist nicht nur normales Paniermehl. Sehr cool. So, das breite ich hier schon mal aus. 5 Eier. Perfekt. Voilà. Die schlagen wir da jetzt rein. Herrlich, eins versuche ich auch. Aber Hoshi, du kochst schon für deine Boys, Koch oder? immer wieder mal, ja. Ja. Kochst du Aber gerne? Ja, Kannst du hier rein. aber es kommt drauf an, wo, mit wem, für wen. Ja. Und so, ich muss sagen, im Moment habe ich gerade so ein bisschen ein
keine Lust kochen. Ja. Was bist du für ein Typ? Süß oder salzig? Oh, nee, süß oder sauer. Ah! Nee, ich bin beides, total. Ja. Ich stehe immer noch, auch im hohen Alter, immer noch auf Süßes extrem. Dann die Jungs natürlich Freude, da ist immer was im Haushalt. Aber auch Saures, Scharfes auch, weniger als schon. Nee, salzig auch. Salzig Mag auch. enorm Salz, ich sehr gern. Wenn du kochst in der Küche, was ist dein liebstes Küchengadget? Ich massiere parallel das Ei in das Fleisch. Wow, ja, so geht das. Dein liebstes Küchengadget? Ist das dasselbe, ne? Das macht man eben auch immer beim Schnitzel. Ja. Zuerst im Ei, Genau. schön Ei-Eien Ja, und nachher schön panieren, ne? genau. Und bei dieser Panade kommt wirklich nur Ei und Paniermehl. Beim Schnitzel macht man ja dann noch Mehl und dann bemäht es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Ja, das ist philosophiert. Oh, machst du zuerst Mehl vielleicht dran und nachher. Ei und dann nachher Sprösel. Das weiß ich. Genau. Ui, Achtung. Jetzt kann man hier Explosion. Achtung, Warte, das stopp. bricht alles aus. Wieso ist das denn? Kran bricht aus. Was ist denn hier drin? Da ist vielleicht ein bisschen Wasser reingekommen, Ja. ne? Uiuiui. So. Aber wir waren ja noch bei Genau. Jetzt habe ich es eingeeilt. eingeeilt. Und jetzt kommt es Jetzt kommt's da. so. Sehr schön. Du hast mich. Jetzt sieht es aus wie ein Mannkaro. Naja, kommt drauf an, so. Ja, ja. Also, das ist auch noch. Also ich bin ja überhaupt nicht so ein Küchengadget-Typ eben. Aber du hast Weißt du, ja. der so. Also. Eigentlich ein Messer und dann Knoblauch schneiden. Ja. Uiuiuiui. Oh, oh. Sieht gut aus. Wow, oh, wie das schön auch so brutzelt. Sensationell sieht das sehr, sehr. Und jetzt schneide ich das. Und zwar macht man das. Oh, ja, aber die Butter. Ja, wow. Wow. Das schneiden wir nachher noch. Oh ja, es ist sogar. Die größeren Stücke haben sogar noch ein bisschen Blut, ist ja Kalb. So. Jetzt gibt es da noch eine Zitrone daneben. Super. So, und jetzt richten wir das mit. Nicht geredet. Wow, wow, wow. So, bon ab. Jetzt gucken wir mal, bon ob ab, das du. was ist. Ja, Aber gut. Super. Oh, Knusprig? ist ja außen knusprig, innen zart. Wow. Hoshi, danke, dass du heute hier warst. Super. Ja, sehr danke gerne. Es dir. hat mir sehr Freude gemacht. Super. Das ging ja wurscht. Zack, bam. Und du hast mir eine Idee gegeben. So cool mit den Jungs. Muss ich Ja. unbedingt machen. Da kann man mit den Fingern noch essen Mit und alles. Alles rein so. Super. Weißen, ich mag ja das, wenn man eigentlich mit den Nahrungsmitteln ist ja alles eins. Tschüss. Tschüss! Macht es gut und viel Freude im Leben und gute Gesundheit und Space. Ciao.